iceberg. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu Schwarz auf Weiß, der Podcast mit Masud Magoli. Ich bin tätig als Designer, Kolumnist und bin Vizepräsident Brand und Creative Strategy bei Breezy, der ersten Cannabis-Lifestyle-Brand in Deutschland. Ich freue mich, diesen Podcast zu starten, um mich mit Persönlichkeiten zu unterhalten, die mich entweder interessieren oder inspirieren und über Gott und die Welt zu quatschen. Ich bin heute in meiner alten Wahlheimat Köln im Goldman Tower und freue mich mit niemand Geringerem als dem Baba aller Babas, Xatar, den ersten Shot zu starten. G, was geht ab, Bro? Alles gut, Bruder, bei dir? Mir geht's super, ich danke dir. Ich freue mich. Dito, Bro, lass uns über Heimat sprechen. Ich werde dich nicht fragen, was ist deine Heimat, denn diese Frage stellt man Leuten wie uns viel zu oft. Da ich ein sehr visuell getriebener Mensch bin, werde ich dich fragen, wenn du an deinen Blog denkst, welche Gegenstände fallen dir ein? Ja, also es ist auf jeden Fall, meine Heimat, also für mich ist da, wo ich aufgewachsen bin, so. Also da habe ich Heimatgefühle. Das heißt, wenn ich nach Buderberg manchmal gehe, so, kriege ich halt diese Heimat-Vibes, Gänsehaut und so und fühle mich sehr wohl, weißt du. Und also Gegenstände sind schon so eher Wohnungen, weißt du, so, also die Kindheit ist halt viel in der Wohnung gewesen. Ja, ist ja auch groß für einen, so eine Wohnung dann. Ja, Mann. Und es sind auf jeden Fall so Wohnungsgegenstände, weißt du? Weißt du, die Gegenstände von meinem Vater, so Blätter, Noten, Bunsenbrenner für Opium und so, weißt du? So Sachen. Kennst du die Bunsenbrenner? Ich weiß genau, was du meinst, deswegen musste ich ja auch So lachen. iranische Kinder Ja. müssen immer mit Bunsenbrennern aufwachsen. Dein Vater war Musiker gewesen? Ja. Ja. Was hat er gespielt, wenn ich fragen darf? Also Instrumente meinst du? Ziemlich alles. Er war ja Komponist für Orchester, also für klassische Musik und deswegen konnte der irgendwie jedes Instrument. Aber sein Fokusinstrument war Klarinette und Saxophon. Tenor. Schön. Bruder, was war so dein Lieblingsessen, als deine Mom gekocht hat? Was würdest du Lieblingsessen? sagen? Genau, was war dein Lieblingsessen? Ja, das gibt zwei so, weißt du, die sind beide auf eins. Einmal Rolme Sabzi, ne? Und einmal so Lubia, weißt du, mit Brinch. Also, wie nennt man das? Bohnen mit Reis, aber nicht so, wie man das jetzt denkt, Digga, so. Weißt du, das hört sich voll knastmäßig an. Nein, aber für die das nicht verstehen, das ist bei uns im Kulturkreis im iranischen, kurdischen Region gibt es eine Art Gulasch, der sowohl auf einer Kräuterebene sich sehr großer Beliebtheit bedient oder in ähnlichen Variationen mit Fleisch, mit Paprika-Varianten gestaltet wird. Also es ist, glaube ich, ein Gulasch Golme Sabzi, wenn wir darüber sprechen. Ein sehr, sehr beliebtes Nationalgericht. Ich glaube, Rolme Sabzi ist auch das von den ganzen Gerichten, die wir haben, die Deutschen auch sehr schmeckt, weil die haben auch sowas Ähnliches, so. Ja. Also von der Bitterheit und Dings. Ja, ich glaube, so sauer ich weiß, was du oder meinst. so, irgendwie sowas, keine Ahnung, was das ist. Was so auch geil schmeckt und so. Weil das ist ja so ein Essen, was du entweder hasst oder liebst, weißt du? Total. Das ist so ganz stranger Geschmack, aber. Kennst du Fesenjun? Ja, Ich hasse es. Ich liebe es. Wirklich? Das ist sogar das ist die Nummer 1. Ich kam darauf nie klar, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich liebe konnte es. noch Das mit Walnuss, nie Digga. warmes, Oh mein süßes Essen vertragen und ich wurde immer dazu gedrängt, das zu essen. Mittlerweile als erwachsener Mann habe ich endlich bei der Ruhe gefunden. Ich liebe es. Du hast gesagt, dein Vater war Komponist oder ist Komponist. Was hat dich am meisten inspiriert, beeinflusst in deinen jungen Jahren, wenn du heute zurückblicken würdest musikalisch? Guck mal, mein Vater hat großes Orchester dirigiert und für die komponiert. Und als Kind war ich halt so, meine Mutter hat auch Klarinette in seinem Orchester gespielt so. Und als Kind war ich so immer mit denen halt da, wo die gearbeitet haben, weißt du, oder gemacht haben. Die waren halt entweder in Orchesterhäusern, mit Orchestern an Proben, oder die hatten auch so eine Ethno-Fusion-Jazz-Band, so, Big Band, das waren so, keine Ahnung, 20 Leute. Damit sind die so durch Deutschland getourt, aber durch Europa getourt, aber so auf so Kulturfestivals und so, so Ja, kleiner ich weiß, Rahmen. Und ich war halt meine ganze Kindheit irgendwie einfach so mit im Gitarrenkoffer so gefühlt, weißt du? Wow. Ja, Mann, so, das war so meine Kindheit, meine Bühnen immer hinten, weißt du? Dann manchmal einfach selber ins Publikum gelaufen, mich verlaufen, die haben mich verloren und so ein Scheiß, weißt du? So, das war so meine Kindheit. Und was mich daran am meisten, also ich kenn's gar nicht anders, weißt du? Und was mich daran am meisten so inspiriert hat oder die größte Stärke, die ich da mitgenommen habe, glaube ich, ist großes Orchester kann so 200 bis 300 Leute, also allein der Chor kann 200 Leute haben, weißt du? Dann hast du nochmal so 120 im Orchester und dann hast du eine Partitur irgendwie, die 2 Stunden spielt so. Und das zu dirigieren ist das ist
verrückt, weißt du, das zu können, das zu machen, den Überblick zu haben und die ganzen Menschen zu handeln in den Proben, weißt du, das sind halt Menschen, da passiert auch Bullshit klar, und so, die streiten sich und sowas, weißt du, und deswegen bin ich von klein auf so, ist es für mich normal gewesen, sehr viel gleichzeitig zu machen und ich werde unsicher, wenn ich wenig mache, dann werde ich sehr unsicher, weißt du. Ich komme erst in Fahrt, wenn ich viel mache und ich komme richtig in Fahrt, wenn es Probleme gibt oder Stress, weißt du? Dann ist alles in Zeitlupe für mich, weißt du, was ich meine? Dann siehst du alles in Zeitlupe. Wenn so richtig Probleme, Stress, dann bin ich so, okay. Wenn das nicht ist, so je weniger, dann bin ich sehr, sehr, so nicht unterfordert, aber ich werde unsicher, ich mache Fehler. Es ist sehr interessant, weil es gibt diesen einen Schlag Menschen, die ja unter Stress deutlich besser agieren und ich sehe da eine gewisse Parallele, ne? Also es gibt Leute, die genau das Gegenteil behaupten, aber bei dir würde ich eher sagen, dass man dich zu der Gruppe von Menschen zählen kann, die einfach diese maximale Belastung benötigen, um das Beste aus sich rauszuholen. Nicht nur auf kreativer Ebene, auch gerade auf strategischer Ebene, ne? Das müsste man mal gesagt haben. Ich meine, in der öffentlichen Wahrnehmung oder wenn man dich halt besser kennenlernt, merkt man ja wirklich, Xatar ist ein Mann, der konstant in Bewegung ist, ja. Also du bist ja wirklich die ganze Zeit am Machen, am Hasseln, obwohl du eigentlich es dir mit dem Status, den du mittlerweile erreicht hast, auch gemütlich machen könntest. Das ist schon eine sehr beeindruckende Tatsache, die jetzt auch nicht bei jedem der Fall ist. Das heißt, du kümmerst dich nach wie vor selber über deine Newcomer-Signings, du bist in neuen Business-Ventures drin, du produzierst deine eigenen Platten nach wie vor die ganze Zeit weiter. Was treibt einen Xatar an, die ganze Zeit neue Projekte zu starten und immer am Ball zu bleiben? Also, es ist ja so, dass wir kommen von nichts so, ne? Also, wir sind hier aufgewachsen mit, ich weiß nicht, ob man es Armut nennen kann, aber wir hatten nichts so. Wir hatten Sozialhilfe, keine Ahnung, was ist das, 500 Mark, 800 Mark, keine Ahnung, was ist das so, weißt du, für die ganze Familie. Da musst du noch Miete zahlen, ich weiß es nicht, aber es war so, dass wir uns auf jeden Fall nichts leisten konnten, so. Das ist dann für ein Kind, der so aufwächst, normal erstmal, so, bis zu dem Punkt, wo du merkst, okay, es gibt noch mehr auf dieser Welt, so. Und bis zu dem Punkt, wo du merkst, dass es Situationen gibt, die Leid bringen in der Familie, weißt du? So, keine Ahnung, jemand stirbt aus der Familie und man kann sich nicht mal darum kümmern, man kann nicht mal irgendwie eine Beerdigung organisieren oder sowas, weißt du? Und dann merkst du so, was für Schmerzen es gibt. Und wenn man von da kommt, wo man nichts hat, man träumt ja auch so. Der eine träumt ein bisschen mehr, der eine träumt ein bisschen weniger. Man guckt Fernsehen, sieht, was so geht, weißt du? Sieht so, was man sich, so Träume entstehen, was man sich, Wünsche entstehen so. Und jetzt musst du dir vorstellen, was auch immer passiert ist in meinem Leben so, auf einmal ergeben sich Möglichkeiten, Alter. Ich bin jeden Tag, also auch jetzt noch so, oh mein Gott, was geht hier ab? So, weißt du? Oh mein Gott, ich bin immer noch dieser Junge da von Buserberg, weißt du? Ich bin immer noch so, was geht hier ab, Alter? Weißt du? Ich freue mich durchgehend wie ein Kind, Alter. Und check das manchmal auch nicht. Ich mache einfach nur noch mit. Das ist seit ein paar Jahren so krass für mich. Subhanallah, ich habe nicht mal mehr die Zeit, in meinem Gehirn zu appreciaten, weißt du? Ich freue mich einfach nur und mache einfach nur mit, was in meinem Kalender steht, tue ich einfach so, weißt du? Was die mir da sagen, meine Leute so, ich mache es einfach. Und das ist so emotional gesehen, das Ding so, weißt du? Und so, keine Ahnung, metaphysisch gesehen so, im Größeren so. Es ist so, wir haben so eine Culture hier, wo wir aufgewachsen sind in den 80ern, 90ern, denen war vieles verwehrt. Wir haben aber in USA und Frankreich zum Beispiel gesehen, wie ähnliche Subkulturen, was die reißen konnten, so, weißt du? Und ich habe das auf jeden Fall als Vorbild gesehen, so BET ist mein, so, das ist so absolutes Zeit, ne? Ziel, so, weißt du, was ich meine, so? Und man hat sich immer gefragt, warum geht es hier nicht, so? Warum ist hier genau das Gegenteil? Warum rappen hier reiche Kinder, so, weißt du? Und so, warum, weißt du, warum, ja, ich weiß genau, was warum tanzen unsere Jungs nur auf Stevie V, so, weißt du? Und dann passiert das aber, weißt du? Dann passiert es aber und man ist selber Teil davon und es funktioniert, Digga, und es funktioniert teilweise besser als in Frankreich auf einmal, so, und es ergeben sich dann halt so Sachen wie hier oder keine Ahnung, was alles so abgeht, weißt du? Und ich nehme jede Möglichkeit, die interessant ist und in der ich Potenzial sehe, sehr dankend an und versuche damit irgendwie auch für die Kultur weiterzukommen. Es geht nicht nur um mich, so, mein
Antrieb ist Legacy, so. Mir geht es um Erbe. Ich bin aufgewachsen als Kind, was kein Erbe hatte. Und ich denke, in dieser Welt ist es natürlich, dass ein Kind Erbe haben müsste. Weil ein Kind hat, keine Ahnung, 10.000 Jahre, 20.000 Jahre Vorfahren. Und es ist unfair, oder es kann eigentlich nicht sein in der Logik, dass dieses Kind nicht mal, keine Ahnung, einen Kühlschrank vererbt bekommt, weißt du? Das kann eigentlich gar nicht sein. Schön gesagt. Weißt du, ich meine so? Und ich bin voll bei dir. deswegen, also ich sehe die deutschen Kinder, die ich hier gesehen habe, die dann irgendwie jetzt Häuser geerbt haben, nicht als so, ey, warum ist das so? Sondern das ist korrekt, so muss es sein, so. Ja, safe. Und deswegen ist mein größter Antrieb, dass meine Kinder und Nachfahren und auch von den Leuten, mit denen ich bin, deren Nachfahren, Erbe haben, weißt du? Und dafür reicht nicht 10 Goldplatten oder 10 Nummer 1 Alben, sondern da muss man noch ein bisschen mehr machen. Du bist halt generell immer am Puls der Zeit, ne? Zum Beispiel prägst du die Meme-Landschaft der Kids heute, die teilweise jünger sind, als deine Karriere älter ist. Und die Frage, die sich mir halt dort ergibt, wenn ich an dich denke und die Meme-Kultur und TikTok ist, warum schaffen es einige Künstler wie du, so lange relevant zu bleiben und wirklich ein Thema zu sein in so vielen verschiedenen Bereichen, in diesem Fall der Kultur und Unterhaltung? Und warum verlieren sich einige Künstler und werden mit der Zeit irrelevant und sind weg vom Fenster? Also ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, eine Sache ist, das empfehle ich auch immer unseren Künstlern und auch jetzt allen Künstlern, die das sehen, ist, wenn du so gut wie möglich immer es schaffst, du selbst zu sein, dann funktioniert das. Weil viele Künstler wollen erfolgreich als Musiker sein zum Beispiel und dann gucken die, was ist angesagt. Und das ist schon der Fehler, weil wenn du guckst, was angesagt ist, wirst du und danach gehst, so dich danach richtest, wirst du auch nur so lange relevant sein, solange das angesagt ist. Und das, was angesagt ist, sagt ja schon, weißt du, das ist nur, also es kommt ja was anderes wieder, was angesagt ist, weißt du, aber wenn du so selber bist, so, weißt du, wirst du automatisch zeitlos. Es geht gar nicht anders, weißt du, weil du gehst keinem Trend nach. Der Weg dann bis zum Erfolg ist auf jeden Fall länger dann, weißt du, so Kalim ist das beste Beispiel, so, aber wenn du dann da bist, so kannst du, wenn du weiterhin so dein eigenes Ding machst, schon davon ausgehen, dass das nicht mit einer Epoche irgendwie wieder geht, weißt du? Das ist auf jeden Fall, was ich allen raten kann da draußen. Das ist sehr beeindruckend. Das muss ich dir wirklich hier nochmal sagen. Ja, das sollte manifestiert werden. Nein, wirklich, Cool. es ist sehr beeindruckend. Sind Moves, die man auch nicht erwartet hat. Also ich habe das ganze TikTok-Ding mitbekommen und ich bin kein aktiver TikTok-Konsument. Aber als ich dann gesehen habe, als deine Memes durch die Decke gegangen sind, die ich übrigens gefeiert habe, weil ich sie halt lustig auch Das fand. Ding ist ja, ich mach's ja nicht selber, weißt du? Ich mach's ja nicht selber so, weißt du? Ich so, keine Ahnung, ich rede hier wie ein Otto, weißt du? Und dann nimmt das einer, schneidet es raus, weißt du? Und keine Ahnung, glaub, du ich bist weiß selber, einfach- ich mache ja keine, ich sitze ja nicht da und mache Memes, weißt du? Ich glaube, du bist einfach nur authentisch, ne? Das ist einfach nur real sein. Wenn ich mich daran zurückerinnere, als du von einem Köftespieß gesprochen hast, etwas essentiell Normales für uns, ja. Aber gib mir einfach nur ein Köftespieß. Also wirklich, lass uns nicht viel quatschen, so. Lass mich einfach nur essen. Ich weiß genau, was du meintest und gefühlt hast in dem Moment, aber dass das natürlich interpretiert wird auf eine andere Art und Weise, was dann Potenzial hat, Millionen von Menschen zu entertainen, ist das Spannende, Ja. was ich halt sehr feiere. Ja, Deswegen kam die Frage. Wir greifen es halt auch auf, weißt du? Viele wollen das dann nicht, weil die haben ein anderes Image, was sie pflegen wollen, so. Aber mir ist das scheißegal, Digga. Ja, das ist Realness, oder? Ja, ich ist brauche das nicht nicht? auf Gangster zu machen, Digga. Wenn ich Gangster bin, dann weiß ich das so. Und da muss ich auch nicht auf hart machen, Bruder. Also wer so Gangster ist oder auf der Straße wirklich, wirklich hart unterwegs war, weiß, dass das Letzte ist es auch böse zu machen, Bruder. Sondern man lacht den Word. ganzen Tag, macht nur Witze, Digga. Yes, sir. Yes, Das sir. sind alles Stand-Up-Comedians, Digga. Die ganze Absolut, absolut. Das muss nicht sein. Ich meine, du sprichst gerade was Spannendes an. Wir beide kommen aus dem Block. Du aus Bonn, ich aus Bochum. Ich hatte die Ehre, dich persönlich kennenzulernen bei uns im Block, als du am Start warst. Und ich finde es halt verrückt, weil viele unserer Weggefährten aus der Vergangenheit haben sich einen Namen, einen Ruf auf der Straße geschaffen und ihre Reputation auf der Straße aufgebaut, was ein Teil unseres aktiven Lebens war, ja, wenn nicht sogar teilweise ist. Und oft war es auch der Fall gewesen, dass diese Leute durch Ticken ihre Reputation aufgebaut haben.
Jetzt sind wir in einem Punkt angekommen, in dem ein Xatar in einer Bloomwell Group mit drin ist und wir bald wirklich davon reden werden, dass Leute auf legaler Ebene Cannabis erwerben dürfen. Ich meine, es ist verrückt, oder? Jetzt mal ganz ehrlich, das ist wirklich verrückt, das hätte man sich nicht denken können. Wie empfindest du gegenüber diesen Leuten, die diese Realness, diese Credibility einfach nur aufgrund von Überlebensinstinkt weiterführen? Ne? Was viele ja vielleicht nicht verstehen, ist, dass ich hier nicht glorifiziere, dass Kriminellsein richtig ist oder dass ich das toll finde, dass Jugendfreunde, wer auch immer damit involviert ist. Der Punkt ist, man hat es getan, weil es notwendig war. Ja? Und mich interessiert halt einfach, wie stehst du gegenüber also was denkst du, wie ticken diese Leute da, wenn du auf einmal erzählst, hey, ich bin jetzt in einer Cannabis-Company und wie ist deine Einstellung dazu? Also die meisten haben es ja mitbekommen, so, aus dem Internet und so. Ich sag dir ganz ehrlich, die kommen alle und fragen, hey, können wir einen Franchise-Laden aufmachen? Was können wir machen? So, kannst du uns beliefern? So auf legal, also die juckt's nicht. Also es ist tatsächlich, ich habe das anders erwartet, so. Ich dachte jetzt, ist ja eine, wie nennt man das, Entkriminalisierung oder was? Richtig. So ein bisschen das mit dem Legalisieren von Gras und ich dachte, also man denkt ja dann, die Straße fuckt sich ab, so oh mein Gott und so, weißt du, was ist jetzt mit unserem Geld? Aber es ist null so, die wollen alle mitmachen, weißt du? Die wissen, dass die Profis sind, die sind die Forscher, weißt du, die sind die Professoren so und die sind auch die wissen, wie die Audience reagiert, wie der Konsument ist so und sehen darin ihre Chance, Ticket way out, weißt du, so? Ja. Das ist das, was ich erlebe. Also ich bin nur auf sowas angesprochen worden. Ey Bro, was kann man machen? Und so kann man so einen Laden machen? Welche Lizenz? Was muss ich machen? So, wir wollen uns vorbereiten. Geil, weißt du? Das ist crazy. Also ich weiß genau, was du meinst. Ich habe ähnliche Dialoge immer wieder aktuell. Deswegen hat mich interessiert, wie du das gerade wahrnimmst. Ich meine, man weiß auch, dass du nicht kiffst. Ja? Das ist jetzt nicht unbedingt der Bereich, den du jetzt irgendwie total feierst oder aktiv konsumierst. Aber mich interessiert schon, wenn man ein Stück weit sich den Markt oder die Perspektiven des Marktes, die sich entwickeln werden, gerade auch mit Hinblick auf die Legalisierung. Was siehst du da für Möglichkeiten auf dem Markt? Also wo siehst du da wirklich das Potenzial zu sagen, hey, ich glaube, es könnte perspektivisch in 5 Jahren dahin kommen? Und also was ist deine Wahrnehmung für die Entwicklung dieses Marktes in den nächsten Jahren? Also erstmal, ich war ein sehr intensiver Kiffer, bis ich 22 war. Also sehr, sehr intensiv. Ne? Also ich habe angefangen zu dealen tatsächlich, weil ich gekifft habe und mein Kiff-Kumpane, den ich hatte, dem ich heimlich gekifft habe, weil unsere Straßenjungs, wir hatten ältere Brüder und so, die hatten ältere Brüder und wenn die das erfahren hätten, hätten die mich umgebracht. Deswegen hatte ich so einen Kiff-Kumpan, den habe ich heimlich gekifft so und der kam irgendwann und meinte, ey, wir können von diesem, ich kann den Namen nicht sagen, aber so einen älteren, der gibt uns irgendwie, keine Ahnung, 10 Gramm Gras, ich weiß nicht mehr genau, wie viel es war, 10 Gramm Gras, 5 verkaufen wir und die anderen 5 können wir kiffen, weißt du? So haben wir angefangen zu dealen, also wir haben das gemacht, haben verkauft und den Rest haben wir gekifft, bis wir irgendwann gemerkt haben, okay, das wird immer mehr, so viel können wir gar nicht kiffen und der Rest bleibt Geld, wir haben auf einmal Geld, weißt du? So, also wir sind gar nicht mit Geldintuition daran gegangen und ich habe sehr viel gekifft, sehr viel und irgendwann hat sich mein Leben nur noch darum gedreht. Also ich habe ein Problem, das ist, ich kenne kein Maß, weißt du, so. Generell, weißt du. Das kann man so oder so sehen jetzt, ja. Ja. Und da wurde es auch maßlos so und ist halt in den 90ern war das so, das war nicht mal Gras, war Haschisch, was wir verkauft haben, weil in den 90ern gab es noch nicht so viel Gras hier, das war Müll. Ich erinnere und mich. Es war mehr Haschisch und man hat so Bon geraucht, Eimer geraucht, Joints wurden kaum geraucht so und das ist halt sehr intensiv und irgendwann habe ich damit aufgehört, weil, wie gesagt, mein Leben sich nur noch darum gedreht hat und ich das Maß verloren habe. Deswegen ist es wichtig, immer das Maß zu behalten. So, was jetzt die Chancen angeht und also erstmal ist es übertrieben krass für mich und verrückt, ich kann es gar nicht fassen, dass ich in einer Company bin, bei Bloomwell, so, die Gras verkauft, so, weißt du. Ich bin übertrieben stolz und dankbar dafür und ich sehe das als einen der größten kulturellen Moves der Geschichte des neuen Deutschlands, so, weißt du? Ja, so, weil das gibt, also das appreciated plötzlich von einem Tag auf den anderen Tag, auch wenn das in der Mehrheitsgesellschaft nicht so wahrgenommen werden will, das appreciated von einem auf den anderen Tag alles, was wir Dealer gemacht haben in Deutschland, weißt du?
Plötzlich. So. Von einem auf den anderen Tag ist das nicht mehr schlimm, was wir gemacht haben. So, aber das denken nur wir. Wie gesagt, die Mehrheitsgesellschaft nicht, weil sie sagen, das Gesetz gibt es erst jetzt und so. Aber das ist kulturell ein Riesen-Move. Und die Chancen, die ich darin sehe, erstmal auf medizinischer Ebene, guck mal, wir haben ja viel gedealt und wir hatten alle, also fast jeder Dealer, der lange Gras verkauft, direkt zum Konsumenten und nicht B2B, ne, der also klein verkauft. Fast jeder kennt das, dass irgendwann ein Konsument kommt und sagt, ey, guck mal, meine Tante hat Krebs oder der hat Krebs oder ich habe Krebs oder was auch immer, ich brauche mehr, weißt du? Und viele Dealer kennen das jetzt, was ich sage, so, dann wollen die ein halbes Kilo oder so, also richtig viel dann im Monat haben, so, und man macht dann an denen sogar, das sind dann die besten Kunden, die man hat, und man macht die auf einmal glücklich, so, weil dann irgendwas passiert da, ich habe keine Ahnung was, aber irgendwas passiert da, so, weißt du, und auf medizinischer Ebene ist das natürlich sehr krass, aber auch so auf gesamtkultureller Ebene ist es so, es ist also, guck mal, Alkohol ist akzeptiert, so, weißt du? Und das ist so wie damals, wo wir aufgewachsen sind und dachten, ey, warum rappen nur die Reichen? Ist so, warum ist Alkohol so, das kann dich töten, so. Und Gras irgendwie nicht. Warum ist es verboten, so? Und das ist so, das gibt einen Gerechtigkeitsmoment, so, bei den Leuten auf der Straße, die das nie verstanden haben. Und generell ist es einfach geil, so, weil du kannst draußen kiffen, so. Und für viele Leute ist einfach High werden geil, die entspannen sich im Park, Aggressivität geht zurück, so, und es macht Bock, so ganz einfach, weißt du? Ich verstehe halt auch genau, was dein Punkt ist. Ich meine, man muss halt von vornherein sagen, wer hätte je gedacht, dass man den medizinischen Nutzen aus Cannabis auf legaler Ebene endlich nutzen kann und so viele Vorteile daraus generieren kann. Ich verstehe aber auch genau, was du natürlich mit der kulturellen Komponente meinst, dass das letztendlich etwas ist, was aus unserem Kulturkreis auch kommt, sehr oft stigmatisiert wurde, kriminalisiert ist aktuell noch auf Freizeitebene und dementsprechend natürlich auch appreciated wird von unseren Leuten, wenn man da die Möglichkeit sieht, dass das einfach perspektivisch in den nächsten Jahren auch über das Medizinische hinaus, über den medizinischen Nutzen hinaus in den legalen Markt wachsen kann und somit einfach der Zugang geschaffen wird, ohne stigmatisiert zu werden. Von daher bin ich voll bei dir. Ich danke dir für deinen Input. Wir unterbrechen die Übertragung für eine kurze Köftepause. G, danke dir auf jeden Fall vielmals für diesen übertriebenen Köftespieß, der hat hart geballert. Wenn ich mein iPhone in die Hand nehme und so ein bisschen auf Insta rumsurfe, dann wird ja ziemlich schnell klar, der Bre ist ja ein Baller. Also jetzt nicht im übertragenen Sinne, was dein Style und Erfolg angeht, sondern du spielst tatsächlich gerne Basketball. Was mich interessieren würde ist, wie bist du zum Basketball gekommen und was macht diesen Sport so attraktiv für dich? Also da, wo ich herkomme, Bruder, gab es einen Basketballplatz. So, der war eigentlich fresh so. Der war groß und der hatte so diesen Gummiboden und so, gute Körbe eine Zeit lang. Und der war populär. Viele sind gekommen, so aus Köln. Also ich habe ja in Bonn gewohnt, aber aus Köln, Umgebung, alle sind gekommen. Die guten Leute sind gekommen. Filipinos, Rechos. Und die haben da böse gezockt, Bruder. Und ja, wir haben das gesehen. Ich habe eigentlich Fußball auch gespielt, so als Kind. Ich wollte gerade sagen, wir leben eigentlich in Deutschland in einem Land, in dem eher Fußball gespielt wird oder man zumindest davon ausgeht, dass irgendeiner Fußball gespielt hat oder aktiv Fußball spielt. Ja, also ich habe Fußball gespielt so als Kind, aber ich war grottenschlecht und habe dann irgendwann Basketball angefangen. Viele aus unserem Viertel haben wegen diesem Basketballplatz schon viele Basketball gespielt so. Und ich weiß auch, was du meinst. In der Zeit war das, vor allem in der Zeit, wo so Ende 80er hat irgendwie keiner Basketball gespielt. So, da war das so ein komischer Herrensport wie Handball hier, weißt du so? Und aber dann Ende 90er oder Mitte 90er fing das mit den Streetball-Turnieren auch an, so, dieser Riesenhype. Und da haben wir auf jeden Fall gut mitgemischt. Wir haben auch so, ich glaube, Deutsche Meisterschaft mal gewonnen, Adidas. Boah, lass mich nicht lügen, Alter. Nicht, dass die Leute jetzt haten. Ich weiß nicht, irgendwas haben wir auf jeden Fall gewonnen, so. Und ja, und dann Verein halt gespielt, ne? Telekom Bonn. Shoutout. Du bist auch gut connected mit Dennis Schröder. Wie kam diese Verbindung zustande? Also Dennis hat uns besucht, so im Nun. Wo? Im Nun, in deinem ehemaligen Shisha-Café. Das ist das auf jeden Fall überrascht tun. Fuck you, Alter. Dennis hat uns damals besucht im Nun mit Nada von Street Life. Shoutout. Und
Ja, Mann, seitdem ist irgendwie eine Freundschaft entstanden. Er hat damals noch bei Atlanta gespielt und das war genau, wo Atlanta im Rap auf einmal alles gehopst hat, so Migos und so. Und das war schon krass, weil er war mit den allen, ne? Und er war dann immer beim Shisha-Rauch und meinte, ey, ich will auch eine Shisha-Bar aufmachen. Hat dann in Atlanta eine riesen Shisha-Bar aufgemacht mit Restaurant und so. Crazy. Und da sind dann immer alle Rapper hingekommen, ne? Alle. Er war ja mit allen so. Und dann kam er und meinte, Bro, ich will ein Label aufmachen. Hat er noch ein Label aufgemacht, Digga. So big time, ne? Und dann ist er irgendwann weggezogen. Ich weiß gar nicht, was war die nächste Mannschaft? Oklahoma oder so? Oklahoma State? Nee, genau, Oklahoma City Thunder war gewesen. Ja, und dann kam Lakers. Ich meine, herzlichen Glückwunsch an Dennis Schröder. Grüße gehen raus auf jeden Fall an DS17. Er ist wieder bei den Los Angeles Lakers. Auf jeden Fall das Gott Beste. sei Dank. Ja, Mann, auf Bleib jeden da, Fall. Bruder. Alles Gute auf diesem Weg, Dennis. Für die paar Leute, die es bisher noch nicht mitbekommen haben, dass dein Leben verfilmt wurde und das von keinem Geringeren als Fatih Akin. Ich meine, wenn wir mal ganz ehrlich sind, finde ich, dass wenige Menschen es wirklich so sehr verdient haben, ihr Leben verfilmt zu bekommen, wie es bei dir der Fall ist. Wenn du rückblickend auf die Produktion schauen würdest, was waren die Höhepunkte gewesen und was waren die Painpoints gewesen bei der ganzen Produktion? Der Dreh mit dem Film, also der Dreh war schon, also es war auf jeden Fall nicht, wie ich es mir vorgestellt habe. So. Ich war ja bei ein paar Filmdrehs so, weil ich da irgendwie kurz mitgemacht habe oder so, oder Soundtrack. Und ich dachte, das wird wieder so ein Ding. Also ich weiß, dass Fatih jetzt kein typisch deutscher Regisseur ist, so, ne? So, also, oder beziehungsweise er macht keine deutschen Filme, sondern internationale Filme. So, und aber ich dachte schon, dass so die Produktion und so halt so in diesem Rahmen sein wird, wie ich das kenne aus anderen Kinofilmproduktionen. Es war halt absolut nicht so. Es war sehr, sehr beeindruckend und groß. Du musst dir vorstellen, so, wir haben so in der Lockdown-Zeit, hat er mich angerufen so und meinte, ey, ich würde gerne jetzt so mit dir das Drehbuch so machen, also so Fragen stellen und so. Das ist viel Arbeit und Lockdown passt dafür. Ich war so cool, krass, weil eigentlich, also die Story war, Fatih wollte den Film mit mir machen, kam und meinte, ey, hast du Bock? Ich meinte, ja. Dann meinte der, aber ich drehe jetzt noch eine Serie für HBO in Amerika, Marlene. Und es dauert wahrscheinlich 2 Jahre oder 3, 4 Jahre, so war die Sache. Das war vor Lockdown. Dann kam, also das heißt, danach hätte ich erst reingehört, das ist so 24? Ne, 25. Wäre der erst rausgekommen, weißt du? Und dann kam halt Lockdown so und Hollywood hat auch alle Studios zugemacht. Und er war so, ey, wir drehen dann Rheingold jetzt. So, wir machen das jetzt. Ich so, krass. Ich habe gar nicht damit gerechnet, weißt du? Und dann, haben wir halt, fing's halt an, wir haben das Drehbuch gemacht so. Also er hat nur Fragen gestellt, fast 1 oder 2 Jahre lang so. Und dann kam diese Zeit vor dem Dreh, vor der Produktion. 6 Monate ungefähr, ne? Darauf hat er mich auch vorbereitet. So. Die kamen dann, haben hier in Köln, Digga, sowas habe ich noch nie gesehen, haben die in so einem Gewerbegebiet, haben die so eine ganze Ecke irgendwie sich geschnappt, so, Warner und Bombero, seine Produktion. Ich weiß nicht, ob gefühlt waren 2000 Leute da, Bro, das war so krass. So, das Gebäude ist Kostüm, das Gebäude ist... Während des Lockdowns auch alles, ja? Nein, das war jetzt letztes Jahr Q1 und Q2. Okay. Ja, letztes Jahr Q1 und Q2. Und war da Lockdown? Bisschen, wa? Ich glaube, Q1 war noch Lockdown, ne? Ja. Und dann als Genau. Ich bin mir aber nicht ich bin mir nicht wirklich sicher gerade, deswegen. Auf jeden Fall hat er so ein Gebäude Kostüm, ein Gebäude Requisiten, ein Gebäude Writer, ein Gebäude, wie nennt man das? Lesungen, Digga. Da waren alle Schauspieler. Boah, das war so krass, Bro. Ich habe sowas noch nie gesehen. Die haben 6 Monate lang, jeden Tag, in diesem ganzen Ding, das war wie so ein Fabrikgelände, weißt du? Und Emilio und die anderen Schauspieler, also die Schauspieler, die meine Jungs gespielt haben, Sami, Kawa und so, die kamen halt hierhin und waren jeden Tag mit uns. So, jeden Tag. Also 24 Stunden, weißt du? Teilweise bei uns gepennt und so. In jeder Situation mitgekommen, so. Und um uns zu studieren, weißt du, für die Rollen. Das war auch krass, Digga. 6 Monate, Bro. 6 Monate. Jeden Tag, Bro, weißt du? Bis wie wir gegangen sind, wie wir gelacht haben, weißt du? Wie wir sich aufgeregt haben. Verrückt. Das war abgefuckt. Und das hätte ich nicht erwartet. Also das habe ich null erwartet, weißt du? Das habe ich auch so bei einer deutschen Produktion noch nicht gesehen. Also dass sehr viel Geld ist alleine. Also der Film ist teuer, ist so einer der teuersten Filme der letzten Jahre so in Deutschland. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, so, was wollen die denn?
wofür wollen die das ausgeben? So kein Science-Fiction-Film oder so, weißt du? Kein Marvel-Film, Digga, weißt du? Aber kann man das mit einem Musikvideo vergleichen? Ich meine, du hast ja schon einiges an Musikvideos produziert. Die sind ja teilweise, wenn man so an Hype Williams und die Hip-Hop-Galore-Zeiten 2000 herum denkt, unglaublich teuer gewesen in der Produktion. Wo ist da so der Unterschied, wenn man Film produziert oder ein Musikvideo? Wo würdest du Kostenmäßig, meinst du? sagen? Überall, übergreifend würde ich jetzt sagen. Ja, es ist schon eine andere Welt, Digga. Also vom Produzieren her, also für der den Film macht, ist ja der größte Unterschied. Beim Musikvideo sind es ja nur Bilder, die mit Musik unterlegt werden, weißt du? So, beim Film ist es ja Sprechen, Dramaturgie, weißt du, das Ding muss aufgehen, Digga. Weißt du, was ich meine? Das muss schlüssig sein, so, weißt du? Du darfst da nicht durcheinander kommen. Das ist schon mal so der größte Unterschied für die Macher. Und Kosten, also es ist alles verdammt teuer, Mann. Also du kannst nicht wie bei einem Video irgendwie, dadurch, dass es so teuer ist, kannst du dir keinen Move erlauben, der dafür sorgen könnte, dass der Film eine Abmahnung kriegt, während der schon draußen ist und irgendwie aus den Kinos muss oder so, weißt du? Bei Videoclips ist es ja, keine Ahnung, du gibst kein teures Video in Deutschland, gibst du 8 Schmille für ein Video aus, so, und dann passiert, keine Ahnung, du hast in Ghettos gedreht und dann meldet sich die Hausverwaltung und sagt, hey, das war nicht abgemacht mit uns, so. Dann nimmst du es runter oder mittlerweile kannst du ja auch so ein Bild ändern bei YouTube, so, weißt du? Aber bei einem Film, keine Ahnung, der 20 Millionen kostet, Digga, und der ist in Kinos, dann ist er noch auf DVD, keine Ahnung, wie viel da gepresst wird, dann irgendwie später auf Amazon, dann im Fernsehen, das weltweit, Bro, und dann auf einmal kommt eine Abmahnung wegen Ghetto. Das geht nicht klar. Und deswegen ist so, die waren so vorsichtig mit allem, also für alles Genehmigung, auch von mir, Digga. Ja, ich support doch den Film, weißt du, ist meine Story, so. Aber die wollten von allem bei mir so, ey, Vertrag, dass du okay bist damit, dass wir diesen Song da benutzen, hier benutzen, da nochmal benutzen, also meine Sachen. Oder dass du Beratung machst und, keine Ahnung, du gibst den Slang vor und nachher sagst du nicht, das ist nicht so was richtig krass, Bro. Für jeden Scheiß, ich war so, Jungs, ey, ich will euch nicht hopsen. Aber die müssen so auf 100% sicher gehen, weil das voll nach hinten losgehen kann mit dem Film, weißt du? Warum Emilio? Bro, frag Fatih. Ja. Also, guck mal, er hat mir mal so Leute gesagt, so, er meinte, ey, ich suche noch, das ist das größte Problem. Das war so 8 Monate vor dem Film, vor dem Dreh. Und irgendwann sagt er, und das war krass, ich habe Emilio gefolgt, so, weil ich ihn so entdeckt habe als Musiker. Ne? Und der ist bei dem Management, wo ich damals war, ne? Wo ich auch gemanagt wurde, Konrad Sommermeier, Shoutout. Und ich habe den so gefolgt und am nächsten Tag ruft Fatih mich an und sagt, ich hab ihn. Ich sag, wen? Digga, ich war so, er hat ja auch internationale Schauspieler in dem Film, ne? Ja, ich war so bei so einem Typen in UK, weißt du, den ich gefunden habe, so. Tamer Hassan, weißt du, ich war so, der ist der Mann und so. Digga, und er kommt mir mit einem Model. Ich so, hä? Emilio Sakaya. Ich so, Bruder, willst du mich verarschen, Digga? Das ist ein hübscher Playboy-Model, Digga. Ich bin nicht dieser Typ, Digga, weißt du, ich bin ein anderer Typ. Und ich war sehr abgefuckt, so. Vor allem, weil so, guck mal, nach außen sieht das ja aus, wenn so eine Bio kommt, so ein Biopic, dass man selber viel zu sagen hatte beim Film oder man das selber entschieden hat alles, ne? Aber das ist halt, in dem Fall ist es null so, weißt du? Fatih hat alles selber entschieden. Das hat er auch vorher klar gemacht. Er meinte, hey, wenn ich den Film drehe, ist das mein Film und nicht dein Film. Das hätte ich mir auch von keinem in Deutschland sagen lassen, außer von ihm. So, und ich habe halt Sorge gehabt vor so Moves, die so aussehen könnten, so, ja, der will jetzt so Sixpack haben in dem Film. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß Wohin, genau, Digga? Ich will kein Sixpack. So. Also, vielleicht will ich Sixpack, aber ich würde nicht so einen Move machen, weißt du? Was ich meine? Und ich war so, ey, Fatih, das kannst du nicht bringen. Die Leute werden mich haten, Digga, weißt du? Und er war so, warum? Ich sage, ja, er ist nicht mein Typ, er ist nicht der Typ, der ich bin. Er sagt, Bro, darum geht's gar nicht. Ich sage, wie? Er sagt, darum geht's null. Es geht null darum. Und vor allem, wenn er dir ähnlich sieht, wird der Film scheiße. Ich sage, was laberst du? So. Und dann hat er mir Beispiele gesagt aus so Filmen, die ich noch nicht kannte. Aber das hat mich dazu gebracht, an Filme zu denken, die ich kannte, Biopics. Zum Beispiel Tupac. Weißt du, du guckst so Tupac-Filme, da gibt es ja mehrere. Und wenn die dem ähnlich sehen, fuckst du dich ab. Kennst du so? Ja, du denkst so, hä, er ist es nicht, weißt du? So, und das war krass. Jetzt, wo ich den Film geguckt habe, habe ich gecheckt, was er meint, Digga. Weil du lässt dich auf eine ganz andere Person ein, weißt du? Komplett. Und du denkst nicht die ganze Zeit, hey, hier sah der dem ähnlich und da nicht. Und er meinte auf jeden Fall, er hatte so 1000 Leute gecastet so. Und dann kam irgendwie Til Schweiger zu ihm und meinte,
ich habe gerade einen Film gedreht mit jemandem, so, halt Emilio. Und der Till meinte zu ihm so, ey, das war, glaube ich, der krasseste Schauspieler, den ich je gesehen habe in meinem Leben oder irgendwie sowas, weißt du? Und hat ihm die Nummer gegeben, Fatih hat ihn angerufen. Und da meinte er, was geht? Ich bin Fatih, so und so, Qatar-Film, dies, das. Er meinte, was machst du? Er meinte, ich bin in Südafrika gerade, ich muss aus meiner Rolle rauskommen von Till. Er meinte, ich war so tief in der Rolle, dass ich das geworden bin und deswegen bin ich jetzt ein paar Monate in Südafrika, um rauszukommen. Um wieder runterzukommen. Boah, krass auch. So, er macht Method Acting des Todes, weißt du? Holy shit. Und Fatih war so, bäh. Und dann hat er ihn eingeladen und das Video, also die haben da so ein Casting gemacht in Hamburg damals noch, das habe ich gesehen und das war krank, Bro. Die haben eine so Glatze gemacht, also so irgendwie gemacht, keine Ahnung, weißt du? Und ein bisschen Bart und so und haben ihn reden lassen. So eine Szene, wo ich sozusagen mit meiner Freundin rede und rappen lassen. Das war krass. Bro, beim ersten Mal Casting hat er einfach gerappt wie ich, Digga. Und das geht nicht, weil viele checken nicht, was ich meine mit meinem Rap-Flow, weißt du, mit der Technik, das checken viele nicht, weißt du, auch Rapper. Und die haben immer Probleme, das merke ich so, wenn wir Sessions machen und so. Und Bro, er hat es einfach gemacht. So, er hatte meinen Dialekt, er hatte so Rheinisch-Kenneck-Dialekt und so, weißt du? Alles so dann nichts Tattoo auf dem Rücken. 1:1, Bruder. Er hat so das gemacht. Ich war so, Goldzahn, was, um sich Bruder? zu schmücken. Da hatte ich auch Sorge. Weißt du, was ich meine? So ein Rapper, der, also wenn ein Schauspieler das spielt und nicht rappen kann, ist halt auch Abschluss, hart, weißt ne? du? Wie kam es zusammen mit Fatih Akin zustande? Das ist schon ein krasser Move, ne? Ich meine. Ja, Bruder, also ich weiß selber nicht, womit ich das verdient habe, so, weil ich feiere ihn sehr. Und also wir haben uns so auf Instagram, keine Ahnung, irgendwann gefolgt und dann so Props gegeben. So. Ich glaube, es war in der Zeit von ISIS greift Koban an 2015, 16 irgendwie so. Ich erinnere mich. Und er ist ja immer so für unterdrückte Völker und so. Und dann haben wir uns so Props gegeben und irgendwann habe ich ihm Platten geschickt so. Er ist Vinyl-Fan, so. Er ist auch DJ gewesen, so. Das wusste ich auch nicht. Was so. hat er gespielt? Hip-Hop, Bruder. Ach, echt? Er ist Fatih Akin hat Hip-Hop er ist auch noch aufgelegt? gut, Alter. Also er hat Plan von Mucke des Grauens, Bro. Des Grauens. Ich habe ja die Mucke vom Film gemacht, so. Generell komplett so. Und die Tipps, die er gegeben hat, oder die Einwände, die waren bombastisch, weißt du? Und normalerweise war ich so, ey, wenn er jetzt was, so, er war so, ey, ich wollte mit dir darüber reden, der Song oder so. Ich war so, Bro, was sagt er jetzt, weißt du? Der Regisseur, was will er jetzt sagen, so? Aber es war krass. Und ich habe ihm Platten geschickt, er hat es dann supportet, er hat mir Filme geschickt, ich habe dann all seine Filme geguckt und war sehr beeindruckt. Und dann hat er mich irgendwann eingeladen nach Hamburg, meinte, komm, wir reden. Und dann hat er gesagt, ey, ich habe dein Buch gelesen und das muss verfilmt werden. Ja, auf jeden Fall meinte er, ja, ich würde es verfilmen, so, aber dass eine Sache klar ist, es ist mein Film und nicht dein Film, wenn wir das machen. Und ich war so, wie? Und er meinte, ja, ich drehe keinen Film, wo du mir jetzt sagst, hey, kannst du das da so und so machen, hier so und so. Es wird kritisch so und ich ziehe halt mein Ding voll durch. Und das habe ich gefeiert so. Und ich kannte ja seine Filme und keine Ahnung, Bruder, ich war dankbar, Digga, dass er es überhaupt macht so. Weißt du, natürlich, mach, was du willst, Digga. Und ich hatte aber den Film schon in Option zu der Zeit. Bei einer anderen Produktionsfirma. Und ich meinte so, ja, wir können das machen. Ich habe den noch in Option, aber ich guck mal, was wir machen. Und dann haben wir halt geguckt, dass die Option hatten, so viele Grüße, so, nimmt's mir nicht übel, aber dass da nichts draus wird, weißt du? So, und dann war die Option vorbei und dann habe ich Fatih angerufen und dann ging der Wahnsinn los. Wie fühlt sich das an, wenn Fatih Akin deine Lebensgeschichte erzählt? Bro, seit ein paar Jahren geht so viel ab, wo ich die ganze Zeit nicht verstehe, womit ich das verdient habe und es ist viel mehr, als was ich mir je erträumt habe und ich mache einfach nur noch mit, ich habe gar keine Zeit mehr zu reflektieren, weißt du? So. Ja, ich verstehe, was du meinst. Es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Also ich habe gerade noch mit Fatih geredet, als wir gegessen haben, war ich ja kurz weg, da habe ich mit ihm geredet so. Weißt du, es ist schon krass. Er ist in Berlin, er macht gerade 1000 Interviews da und die Presse, es gab ja ein Pressescreening. Wart ihr beim Pressescreening irgendwie? War nicht da. Wann kommt der Film genau? Am 27.10. kommt er, glaube ich, in die Kinos, ja. oder? Ja. Rheingold, 27.10. bundesweit in allen Kinos. Verpasst es auf jeden Fall nicht. Was hat vor allem deine Familie zu dem Film gesagt? Wie haben sie das Ganze empfunden, in dem ein gewisser Teil deiner Vergangenheit ja auch wieder aufgearbeitet wurde und sie damit konfrontiert wurden?
als ich in den Knast kam, kam schon sehr, sehr früh irgendwie Filmanfragen so, für die Story und so, Bio und so. Schon zu der Zeit, echt? Ja, irgendwie nach der Verhandlung, als das Urteil kam, so, ich glaube, da war das so. Und ich habe halt gewartet so. Ich glaube, das wäre auch nicht förderlich für meine Entlassung oder mein Aufenthalt im Knast, hätte ich das gemacht so. Und als ich rauskam dann, 2015, gab es auch sehr viele Gespräche und so weiter. Wie gesagt, auch eine Option dann am Ende so, mit Filmproduktionsfirmen. Aber ich sag dir ganz ehrlich, ich war die ganze Zeit so, ey, solange es, also guck mal, ich liebe Deutschland, so, das ist mein Land, weißt du, was ich meine, ich komme von hier, aber so, wir sind die krassesten in sehr vielen Sachen, weißt du? So, ich will jetzt nicht Klischee Auto sagen, weißt du, aber in sehr vielen Sachen. Aber Film, Bruder, so, ich küsse dein Herz. Also Film, Serien, Schauspieler ist so, I don't know, so, es ist sehr wack, weißt du? Und ich war so zu meinem Anwalt immer, also Medienanwalt, so, ey, mach einfach irgendeinen Deal, so, guck, dass wir cashen, irgendeine Filmproduktionsfirma. Und deswegen hat es auch gedauert. Aber als Fatih kam, so, war das so, habe ich zu meinem Anwalt gesagt, ey Bro, selbst umsonst würde ich das machen, so, weißt du? Und meine Eltern haben das halt mitbekommen, so, sehr früh, im Knast schon so, und wussten, okay, es wird irgendwann passieren, so. Und als es dann Fatih aber war so, also meine Mutter war sehr stolz. So, meine Mutter war zweimal sehr stolz, so, also stolz überhaupt, so, während meiner Karriere. Das war einmal mit Xavier, das Feature, so, wo er mich als Feature genommen hat, so auf seinem Album, und einmal jetzt hier Fatih Akin, weißt du, weil sie selber Fan von denen ist, so, und ja, die sind schon stolz und sehr, sehr gespannt auf das, was kommt, weil du bist selber aus so einer politischen Familie aus Iran, so, du weißt, die haben sehr viel Leid gehabt, beziehungsweise die haben ein sehr gutes Leben meistens im Iran gehabt, die abgehauen sind, weißt du, so, und haben einfach alles aufgegeben, weißt du, und manche finden sich bis heute nicht, nach 40 Jahren natürlich. So, kommen hier nicht an und, weißt du, denken immer noch an, denken, was habe ich getan, so, weißt du, mein Leben das ist pure Drama, futsch, so, weißt du, und meine Eltern sind halt auch solche, und jetzt kommt halt das wenigstens, so ein bisschen Appreciation, so, was heißt ein bisschen, also ist schon, die freuen sich. Herzlichen Glückwunsch. Das freut mich sehr für dich. Bei all den Projekten bist und bleibst du für mich an erster Stelle, also gedanklich, wenn ich halt an dich denke, Xatar, der Rapper. Das ist so das Erste, was mir in den Kopf kommt. Wie siehst du dich an erster Stelle? Was würdest du sagen, wie siehst du dich? Also wo siehst du dich als erstes? Siehst du dich als Künstler? Siehst du dich als Unternehmer? Siehst du dich als rein Kreativer? Was würdest du sagen, ist so dieser erste Gedanke, der dir in den Kopf schießt? Das ist eine gute Frage. Das hat auch Fatih im Film oder bei der Entwicklung des Drehbuches sehr krass bearbeitet und geforscht, so, weißt du? Und ich habe generell viel gelernt er hat dafür gesorgt, dass ich Sachen über mich erfahren habe, die ich gar nicht gecheckt habe, so, weißt du? So, ey, merkst du, dass du das gemacht hast, weil deine Mutter das gemacht hat, immer oder so, weißt du, so Sachen, die ich gar nicht gecheckt habe. Und das war auch ein Thema. Er hat, wie man im Film sehen wird, deswegen konnte es auch gar kein Rapperfilm werden, so. Oder deswegen hat er es auch gemacht, weil es kein Rapperfilm ist, so, ist, dass die Person, also ich, versucht hat, einfach weiter nach vorne zu kommen, aus dem Ghetto in finanzielle Sicherheit zu kommen für die Familie und so weiter. Und Rap entdeckt hat und sich gedacht hat, also Rap muss irgendwann knallen, so, dieser Straßenrap das muss irgendwann kommen. Und erst nur gerappt hat, damit er ein Label gründen kann, weißt du? Also, wie soll ich erklären? Also, jetzt sage ich dir, das ist, was er gesagt hat, jetzt sage ich es aus meiner Sicht. Ich wusste, irgendwann muss Rap knallen, so. Die Person, die so real ist und diesen Bluff, der bis dato in Deutschland unterwegs war, halt ersetzt, beziehungsweise halt so das erste reale Ding, was kommt, gab es nicht zum Sign, weißt du? Also habe ich selber gemacht. Aber eigentlich war die Vision, das Label, von vornherein. Ich bin halt aufgewachsen mit Bad Boy, Death Row, No Limit, so, weißt du? Und Death Row hat es für mich am krassesten gemacht, so, und das war meine Vision, so, weißt du? Label. Das war auch mein größter Traum. Und um das machen zu können, so, den
den, ich werde jetzt nicht sagen Tupac, aber so den ersten auf diesem Label, so den habe ich dann selber gemacht. Es war mein Momentum so auf der Straße für die Audience. Und ich habe Sio zwar direkt gesigned, aber später dann Sios Momentum. Weißt du, guck mal, ich habe ihn gesigned und er hat 5 Jahre später erst funktioniert. Ja. Weißt du? Ja, es hat lange gedauert. Er hat auch einen Stilumbruch komplett durchlebt, ne? Bevor dann der Durchbruch auch kam, muss man sagen. Ne? Also Sio war früher nicht der Sio, der er heute ist. Er war sehr deep auch. Er war sehr deep gewesen, aber ich glaube gerade diese sich selbst auf die Schippe nehmen Nummer hat ihn doch in den Olymp befördert und eine sehr, sehr große Fanbase aufgebaut. Und man muss sagen, er macht es wirklich gut. Du hast gerade ein sehr geiles Thema angesprochen. Die 90er, die glorreiche 90er Rap-Ära der USA, Death Row, Bad Boy. Ich bin genau mit derselben Musik aufgewachsen. Ich bin ganz ehrlich zu dir, G. Ich war nie ein Fan von deiner Musik in dem Sinne, wie es Leute... Das haben wir verstanden. Nein, ich meine, ich habe dich immer respektiert als Macher, aber ich war halt einfach, dadurch, dass wir sind derselbe Jahrgang, ich bin halt mit der Park, Biggie, Master P Musik aufgewachsen, genau wie du. Dementsprechend habe ich mit dem deutschen Hip-Hop eine relativ durchwachsene Beziehung gehabt. Und ich erinnere mich, wie die Jungs aus meinem Blog, gerade auch die jüngere Fraktion, dich sehr stark gepumpt haben zu deinen frühen Zeiten, bevor du in Haft gegangen bist. Ja. Als 415 rauskam, habe ich dich wirklich auf dem Schirm gehabt und habe wirklich meinen Hut gezogen, weil das zeigt schon sehr viel Energie, sehr viel Passion und Aufopferung, die Kunst weiterzuführen, die man, bevor man in Haft gegangen ist, weiter zu praktizieren, zu publizieren vor allen Dingen auch. Ja? Und erzähl mir ein bisschen davon. Also, wie kann ich mir das vorstellen? Du bist reingegangen, hast dir ein Diktiergerät klar gemacht und hast aufgenommen? Oder wie ist dieser Prozess? Weil ich meine, das war das Ding, was dich auch, um ehrlich zu sein, auf der Straße in den Olymp befördert hat. Ja, das Ding ist, also tatsächlich ist das auch der Grund, warum Fatih den Film gemacht hat. Ich sage mal so ein paar Infos heute, so, die ich sonst nicht sage, so, weil ich Breezy liebe. Fatih Akin macht einen Film über Xatar. Das macht gar keinen Sinn, ne? Weil Fatih Akin sehr anspruchsvolle Plots hat, so, und einen Rapper-Film zu machen oder über einen Gang, das macht nicht so viel Sinn, ne? Und ich habe mich selber immer gefragt, warum macht er das so? Und irgendwann hier im Studio, oben bei mir im Studio, hat er ausgepackt. So, er meinte, du kennst Yilmaz Güney, den Regisseur, das ist so ein türkischer Regisseur, Kurde aus der Türkei, der ist schon tot, der hat damals so krasse Filme gemacht in der Türkei, so, und dann auch einen politischen Film und kam in den Knast, okay? Und dann hat er vom Knast aus einen Film gemacht. Der hat seinen Besuch, der hat einen Typen, so ein First AD, so Assistant Director, der kam immer und hat gesagt, okay, du drehst die Szene so, hier, der hat ihn das so aufgemalt, die Szene so, das so, das so. Das hat er gemacht bis zum Ende, das wurde vollendet, das Ding, und das hat Cannes den besten Film gewonnen. Das war der erste türkische Film, der je, oder orientalische Film, der je Cannes gewonnen hat, so 80er Jahre, weißt du, so Riesenwelle geschlagen, so viele Hollywood-Regisseure so geben ihn so als Vorbild an, so Revenant oder wie das heißt, von Leonardo DiCaprio. Da gibt es diese Pferdeszene, die ist von ihm so ein Typ, weißt du, so Kunst des Todes. Und er ist auch Idol von Fatih, so mäßig. Fatih wollte immer sein Leben verfilmen wegen diesem Ding, weißt du? Aus Knastfilm. Und er hat aber die Rechte nicht bekommen von der Tochter. Und ich bin sein Trostpreis. Weißt du, was ich meine? Also wegen der Knastnummer, dass ich im Knast ein Album aufgenommen habe. Das ist für ihn das Ding so. Und ja, Bro, ich hab's nicht geplant. Es war kein Move, Business, dies, das war es nicht so. Ich kam in den Knast, ich hatte Langeweile des Todes und habe irgendwann das Schreiben für mich als schnelle Zeitvertreib irgendwie so gefunden und habe sehr viel geschrieben. Genau, und was da passiert ist, so bestätigt ein bisschen so das, was du sagst. So 415, guck mal, bei Alles oder Nichts, beim ersten Album war es so, ich wollte einfach zeigen, die Straße ist jetzt dran. Ja. So primitiv wie möglich auch, weißt du, so gar nicht so diese, hey, der Hop, ich mache einen Doppelreim und ich mache einen Achterreim, blablabla, das ist Scheiß, weißt du? Wir sagen, hey, wir verkaufen Crack, ihr Hurensöhne, weißt du? So das, und das habe ich auch noch gemacht, so, das hat die Straße auch gefühlt, aber bei 415 war es so, ich hatte halt Zeit und ich bin da tatsächlich ein Rapper geworden. So, ich habe sehr viel Ami-Rap analysiert diesmal, nicht nur gehört und mit dem Kopf genickt, sondern guck, was zum Beispiel Jay-Z habe ich nie gefeiert, so
So wie du mich nicht gefeiert hast, so, weißt du? Ich habe Jay-Z nie gefeiert, bis ich mal richtig auf die Texte gehört habe und jedes Wort wirklich so, ey, warte mal, was sagt der eigentlich, weißt du? Dann habe ich ja, oh mein Gott, Alter, was ist das für ein Rapper, so, weißt du? Und das hat mir sehr viel, das war sehr viel Knowledge, Skills habe ich dadurch entwickelt, so, und habe dann ein Album gemacht, wo ich heute auch selber sage, das ist mein Album, weißt du? Total, also du hast sehr viel Kredibilität und Realness auf die Straße Deutschlands gebracht, muss ich sagen. Ne? Man hat wenige Künstler so authentisch empfunden, geschätzt und gefeiert, wie es deine Person gewesen war. Und das wird man dir nie vergessen. Als du Goldman Entertainment nach AON Records gegründet hast, war das schon eine krasse Entwicklung im Sinne von Inhouse-Label-Entwicklung. Ich meine, vom Indie zum Major. Auf dem OMR-Festival hast du deine G-Note abgehalten und hast einen sehr, sehr interessanten Punkt angesprochen, der mich sehr zum Denken angeregt hat. Du hast das Projekt AON Lab gepitcht. Hol uns doch einmal zu dem Thema ab und vor allen Dingen geh doch bitte einmal darauf ein, inwiefern du denkst, dass das Ganze das Game beeinflussen wird, ändern wird im Sinne von Labelarbeit. Ja, Mann, also AON Lab ist, also das Ding ist, wir machen ja Labelarbeit wirklich sehr intensiv seit 15 Jahren und kennen da wirklich so jede Ecke irgendwie gefühlt und 2022 gibt es keine wirkliche Daseinsberechtigung mehr für ein klassisches Record-Label so. Der Künstler kann eigentlich alles selbst machen und braucht nur einen Manager. So. Es gibt Digitaldistribution, so, das ist sowieso für so die Zukunft oder schon die Gegenwart. Woran es dann trotzdem liegt, dass Leute trotzdem noch irgendwie bei einem Label sein, ist meistens der Vorschuss. Und das ist das Ding bei AON Lab. Also AON Lab ist eine App, da kann der Künstler seine Mucke hochladen. Das wird vertrieben, wie bei Digitaldistribution, aber er kriegt auch noch alle Label-Services. Ja. Das heißt, meine Kontakte, mein Netzwerk ist dann sein Netzwerk so. Und meine Services von unserem Label, also von all unseren Labels, die wir haben, sind Services, auf die der zurückgreifen kann. Plus, einer der entscheidenden, wichtigen Punkte ist halt, er kann Vorschuss nehmen. Ja. Wir haben Vorschuss-Calculator da drin, der zieht sich seine Daten und macht mit AI, so künstliche Intelligenz, eine Berechnung auf einen Vorschuss, der normalerweise in einem Jahr recoupt. Okay, und der Deal, den wir haben, ist auch sehr, sehr fair. Es ist nur eine Seite, es ist kein langer Longform so. Es ist einfach, du signst, kannst auch jederzeit aus dem Vertrag raus, so. Du signst, wenn du einen Vorschuss machst für ein Jahr und wenn die Hälfte eingespielt ist, gibt es einen Rolling Advance, du kriegst den gleichen Vorschuss nochmal und es verlängert sich, weißt du? Wow. Und das jedes Mal, weißt du, es gibt gar keine, also den verhandeln wir auch nicht den Deal so. Prozentual es ist eine minimale Distribution Fee, die es gibt so. Und es gibt halt für die ganzen Label-Services einzelne Fees, je nach Service so. Also das geht von Pressearbeit so bis zu YouTube-Channels, große YouTube-Channels, wo du ein Video hochladen kannst oder Influencer. Wir haben so ein TikTok-Tool, das ist interessant. Was macht das genau? Tool, wo TikToker können sich auch enrollen bei uns, so registrieren bei uns und können dann zurückgreifen auf, also die sehen dann die sehen, wer als nächstes was released. Zum Beispiel Xatar released in 3 Monaten einen Song und dann kann man sich zum Beispiel, wenn der Song schon ready ist, kann man sich so 10 Sekunden anhören und dann kann der TikToker, der Mahmoud heißt, Mahmoud kann dann sagen, okay, guck mal, ich glaube an den Song, für 5% der Einnahmen des Songs würde ich im Monat 5 TikToks machen so. Und das ist, wenn er krass, ein großer was ist, so, weißt du, und dann hat der automatisch, der hat dann Anteile, so über Smart Contracts und so, das wird automatisiert, kriegt er seine Kohle dann einfach so. Wir haben das getestet und die TikTok haben sehr gefeiert, weil die dann so einen Account auch haben, weißt du, und jeden Tag sehen, so wie die Kohle mehr wird, weißt du. Das ist so ein Ding und dann, es ist halt so, wir wollen einfach mit der Zeit immer mehr Services so drauf haben. Am Ende des Tages ist es jetzt so, es gibt Digitaldistribution schon länger, wir sind einfach ein digitales Label, also wir haben noch die ganzen Labels und wir sind eine App, wir sind glaube ich die erste App, wo du, also diese Digitaldistribution haben auch Apps, aber da siehst du nur die Insights, die Balance und so, aber du kannst dort keine Musik hochladen, das musst du auf dem Browser machen bei denen. Und
Ich glaube, wir sind die erste App, wo du die Mucke hochladen kannst. Also du nimmst ein Dropbox-Link von deinem Master, fügst den Link ein und dann ist das Master geht hochgeladen. Ja. Sehr innovativ und mal wieder am Nerv der Zeit. Herzlichen Glückwunsch dazu. Dankeschön. Viel Erfolg dabei. Um dieses spannende Gespräch auch abzuschließen, würde ich gerne noch auf eine Frage eingehen. Rata, wo ist das Gold? Wie viele Flaschen fallen auf den Boden und ficken Leben? Was bedeutet das im Ranking der Population von Ländern die Zahl da ist? Das bringt dich zum Gold. Stoff zum Nachdenken. Wir werden daran arbeiten, mal gucken, wie weit wir damit kommen. Wenn irgendjemand da draußen der Meinung ist, dass er weiß, was G damit gerade gemeint hat, dann auf jeden Fall go for it. Ladet alle Gold Rush runter, die App. Gold Rush, Gold Rush. Gold Rush ist der. G, wir danken dir vielmals für deine Zeit, für die Insights, für das Danke gute dir, ich Gespräch. danke Ich wünsche dir viel Erfolg mit deinem Filmrelease. Hoffe, dass du mit dem neuen AON Lab Projekt Berge bewegen wirst. Mal wieder ganz vorne an der Front, Innovation im Bereich Musik, Entertainment und diesmal auch Technologie voran pushen wirst. Und danke dir vielmals für alles. Mas'ud! Yo G, es bricht mir das Herz, wenn ich diese Bilder sehe. Wie sie unsere Leute verhaften, wie sie unsere Leute foltern und sie exekutieren. Es ist unglaublich, was da unten passiert. Ich komme echt nicht mehr klar. Was zum Teufel ist da einfach nur los, Mann? Bruder, was soll ich dir sagen? Es ist Katastrophe. Es ist in meiner Heimatstadt ist es auch noch am schlimmsten. Irgendwie, da ist so richtig Militär, Artillerie. Es ist Katastrophe. Wir haben keinen Kontakt zu unserer Familie mehr. Meine Familie ist nur noch irgendwie 24 Stunden mit Leuten an der Grenze am Telefonieren und ich hoffe, es wird alles gut. Die Frauen in Kurdistan und im ganzen Iran beweisen auf jeden Fall wieder einmal sehr stark Tapferkeit, Mut, inspirieren mich. Ich hoffe, dass das alles gut geht. Ja, Mann, wahre Worte. Das ist eine wirklich schreckliche und herzzerreißende Tragödie. Es ist an der Zeit, dass diese verfluchte Diktatur gestürzt wird. Es reicht. Zan, Zindagi, Azadi. Jin, Jian, Azadi.